According to new reports, the Trump administration is considering forming a task force to look into the potential impact of the tariffs that they have put on China and, of course, the tariffs that China has put on us. In other words, Donald Trump wants to make sure that any of the ramifications of his trade war fall on somebody else. And that somebody else, according to these reports, is going to be J.D. Vance. Es geschah live. In einem Moment, mit dem niemand gerechnet hat Donald Trump J.D. Vance überrumpelt und sich öffentlich von dem Senator aus Ohio distanziert, was von politischen Insidern als totaler Verrat bezeichnet wird. Fällt die MAGA-Allianz von innen auseinander? Und was bedeutet das für die Strategie 2024? Bewerten Sie mit 1, wenn Sie glauben, dass Trump sich absichtlich gegen Vance gestellt hat, oder mit 0, wenn es nur um die übliche Politik ging. Schauen wir uns den Moment an, der selbst Trump-Loyalisten fassungslos gemacht hat. There are some terrible people being met with awful news themselves, and that includes those in the Trump administration, specifically J.D. Vance, who got what I might consider almost career-ending news from Donald Trump today with a new announcement that has thrown him under the bus in the most delicious way. So if you have been upset with how bad the news has been, be excited because J.D. just got some himself. J.D. Vance Routine. Jeden Morgen aufzuwachen, sich die Zähne zu kämmen, seine Krawatte zu richten, die schreit, ich bin ein total seriöser Politiker, und sich darauf vorzubereiten, sich zu blamieren. Indem er Donald Trumps wirtschaftliches Genie unterstützt, ist der Inbegriff des Lebens des Traums. Dabei geht es, wenn wir ganz ehrlich sind, in erster Linie darum, Geldstapel zu verbrennen und dabei Amerika zuerst zu rufen wie ein Betrunkener bei einem Baseballspiel in der unteren Liga. Trumps jüngstes politisches Manöver bestand darin, dass er J.D. Vance die brennenden Trümmer seines großen Handelskriegs zu überreichen und ihm zu sagen, er solle diesen Müllcontainerbrand verteidigen. Kumpel. Trump administration not only is considering forming this task force, but they are going to, if it comes to fruition, put Vice President J.D. Vance in charge of it and effectively make him what they're calling the Tariff Czar. Sie haben ihre gesamte Karriere damit verbracht, so zu tun, als seien sie die Stimme Amerikas, die vergessen wurde. Nur um am Ende als Donald Trumps Crash-Test-Dummy für eine Zollpolitik zu enden. Die Landwirte, Hersteller, Verbraucher und vielleicht auch einige Hunde und Katzen extrem unglücklich macht. Herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Kapitel in J.D. Vances Leben. Überraschend ist, dass die Zölle in etwa so aussehen, als würde man einem Waschbären erlauben, einen Atomreaktor zu betreiben. Es war von vornherein klar, dass Präsident Trumps Ansatz, Zölle gegen China, Europa und im Grunde jeden, der in die falsche Richtung niest, zu verhängen, scheitern würde. Trotz der Tatsache, dass die Preise steigen und die Exporte sinken, kauern kleine Unternehmen an ihren Schreibtischen und murmeln, das ist gut so, während das Gebäude abbrennt. A single shipyard in China now produces more ships every year than all of the American shipyards combined. Think of that. And it was a business that we used to dominate. We used to dominate it totally. In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. Wer ist die glückliche Person, die noch im Besitz der Tasche ist? Das ist kein anderer als J.D. Vance, der seine Seele für die Macht geben würde. Wirklich, es ist fast lyrischer Natur, wie auch immer. J.D. war jedoch nicht immer der designierte emotionale Unterstützer von Donald Trump und er klammerte sich nicht immer an sein Bein wie ein verzweifelter Hund. Im Gegenteil, es gab einen Moment, in dem J.D. im Wesentlichen Buchclubs abhielt, die sich der Analyse widmeten, wie schrecklich Trump wirklich ist. Er beschimpfte Trump mit allen Schimpfwörtern, die es im Vokabular gibt, mit Ausnahme von empfindungsfähiges Mülltonnenfeuer, und er schuf fast seine gesamte öffentliche Persona um die Idee herum, dass er ein hinterwäldlerischer Intellektueller ist, der Trump wirklich verachtet. Heute putzt er Trumps Schuhe im staatlichen Fernsehen.
And so one of the takeaways is not just that the Republican Party base is somehow fundamentally flawed in a way that's unique in American political history. It's that Trump is a really bad candidate and frankly, I think a really bad person. Wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie es bitte. Es ist, als ob er in einer Art Performance-Kunstwerk mit dem Titel Wie tief kann man sinken mitspielt. Ihm bei der Verteidigung von Trumps katastrophalen Zöllen zuzusehen, ist, als würde man einem Hund dabei zusehen, wie er versucht, Quantenphysik zu erklären. Verwirrend, traurig und auf seltsame Weise faszinierend. And my biggest problem with Trump, I mean, and there are many, many things to pick out, but my biggest problem with Trump is that his message to the right, especially the white working class of which I came from, is anti-conservative and in some ways anti-American. It's fundamentally that the deck is so stacked against you that unless I'm the president, nothing that you do will change your life's outcomes. I think it's wrong and I think it's very self-destructive. Zum Vergleich, die von Trump verhängten Zölle hatten größere Auswirkungen auf die amerikanischen Verbraucher als J.D. Vances Würde im Jahr 2020. Und seien wir ehrlich, sie hat sich seitdem nicht mehr erholen können. Wenn Sie einen neuen Kühlschrank wollen, haben Sie Glück. Die Stahlkosten sind in einem Maße gestiegen, das mit einer durch die Trumpsche Wahrheit verursachten gesellschaftlichen Krise vergleichbar ist. Und was ist mit Aluminium? Ich hoffe, Sie haben viel Spaß dabei, das Doppelte für die Cola-Dose auszugeben. Was ist mit Reinigungsmaschinen? Schmeißen Sie sie weg. Man müsste eine Auktion für eine makellose Socke veranstalten. Auf der anderen Seite J.D. Vance zu einem Zeitpunkt auf den Plan, als der typische Amerikaner aufgrund steigender Ausgaben finanziell verwirrt war. Er war bereit, alles wegzuerklären. Der gesamte Spin-Modus war aktiviert. Und da war er und faselte von wirtschaftlicher Souveränität wie ein mager Chatbot, der eine Fehlfunktion hatte und dessen Akku am Ende seiner Lebensdauer war. Es war, als ob jeder einzelne Satz, der ihm über die Lippen kam, von einer Denkfabrik aufgezeichnet worden war, die glaubt, dass die fundamentale Wirtschaft eine Art von wachem, liberalem Komplott ist. J.D. verdrehte sich selbst zu einer Brezel, um die Fiktion zu verkaufen. Dass leere Geldbörsen und himmelhohe Gerätekosten wirklich ein Gewinn für Amerika seien, anstatt zuzugeben, dass Zölle im Grunde nur eine patriotische Steuererhöhung mit einem roten Hut sind, hat J.D. sich selbst zu einer Brezel verdreht. Wenn die Definition von wirtschaftlicher Souveränität darin besteht, seine eigenen Landsleute in den Bankrott zu treiben und gleichzeitig zu behaupten, es handele sich um eine Art 4D-Schachspiel, dann sollte man ihnen gratulieren, J.D., denn sie haben ihre Aufgabe erfolgreich erledigt. Well, if you go back a little bit, Lawrence, remember during the first Trump administration, everybody said that Trump's tariffs were going to be inflationary back then. What actually happened? We had 1.5% inflation. We had the fastest growing economy in a generation, and we had the beginning of a manufacturing renaissance in the United States of America. Then, of course, we had 4 terrible years of the Biden administration. But I think it's useful for all of us to step back and ask ourselves, what has the globalist economy gotten the United States of America? And the answer is fundamentally it's based on 2 principles: incurring a huge amount of debt to buy things that other countries make for us. And to make it a little bit more crystal clear, we borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die von Trump verhängten Zölle die Vereinigten Staaten von Amerika nicht gerade wieder groß gemacht haben. Es sei denn, ihre Vorstellung von Größe beinhaltet steigende Kosten und verminderte Kaufkraft. Die Verbraucher in den Vereinigten Staaten sind von diesen Zöllen stärker betroffen als J.D. Vances Würde wurde durch seine peinliche politische Kehrtwende im Jahr 2020 erschüttert. Die Kosten für Stahl? Von oben betrachtet. Und Aluminium? Mehr als Trumps Haare an einem windigen Tag. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ich keine Ahnung habe, was Waschmaschinen sind. Wenn Sie nach diesen Tarifen saubere Socken haben wollten, müssten Sie wirklich eine Niere verkaufen und Ihr Haus refinanzieren, um sie zu bekommen. Jedes Mal, wenn ich in ein Haushaltswarengeschäft ging, fühlte ich mich, als würde ich eine luxuriöse Charterjacht kaufen. Währenddessen wird J.D. Vance, Gott segne ihn, hier draußen wie ein schlecht funktionierender Maden-Chatbot, der unaufhörlich über wirtschaftliche Souveränität schwafelt, als sei er die Reinkarnation von Adam Smith nach ein paar Drinks zu viel. Jedes Mal, wenn er seine Lippen öffnet, ist es, als würde er einen Roomba sehen, der nicht richtig funktioniert und gegen Wände kracht, während er Schlüsselwörter wiederholt.
die er nicht versteht. Volle Kontrolle über die Wirtschaft. Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten, Stark-Zella, während er gleichzeitig die sehr reale Wahrheit ignoriert, dass Trumps wirtschaftliche Brillanz dazu geführt hat, dass normale Amerikaner gezwungen sind, die Rechnung für seinen Handelskrieg zu zahlen, der von seinem Ego angetrieben wurde. J.D., wenn es Ihnen nichts ausmacht, erläutern Sie bitte, inwiefern es ein Akt echten Patriotismus ist, das Doppelte für einen Kühlschrank auszugeben. The sad truth is, we don't actually know if Donald Trump is so deeply that he believes what he is saying. I leave it to you to decide which would be better, a president stupid enough to think that foreign countries pay American tariffs or a president who knows the truth but lies about it. It's one or the other. Könnten Sie mich einfach in die Zeit zurückversetzen, als J.D. Vance sich über Donald Trump lustig machte? Es gab eine Zeit vor der Ganzkörperseelentransplantation, als J.D. Vance nicht aufhören konnte, darauf hinzuweisen, dass Trump buchstäblich ein wütender Müllcontainer ist, der auf die amerikanische Demokratie niedergeht. Ja, das kommt einem heute wie ein Fiebertraum vor. Aber es gab eine Zeit, in der er nicht aufhören konnte, darauf hinzuweisen, dass Trump praktisch ein Müllcontainerfeuer ist. Vance machte sich nicht nur über Menschen lustig, sondern hielt im Grunde jeden Abend TED-Präsentationen mit Namen wie Donald Trump, die menschliche Abrissbirne der Zivilisation. Während dieses Zeitraums wurde J.D. über Trump gesprochen, als würde er eine biblische Katastrophe schildern, mit Fröschen, Heuschrecken und dem Zusammenbruch der Infrastruktur. I'm a never Trump guy. I never liked him. Well, you think about the slogan, Make America Great Again. The implication is that America isn't great right now. And if you're very unhappy about your life, that's going to resonate with Trump. But as somebody who doesn't like Trump myself, I understand where Trump's voters come from, but I also don't like Trump himself. And that's made me realize that maybe I'm not quite part of either. The administration is considering forming a task force to look into the potential impact of the tariffs that they have put on China and, of course, the tariff that China has put on us. In other words, Donald Trump wants to make sure that any of the ramifications of his trade war fall on somebody else. According to these reports, is going to be J.D. Vance. The Trump administration not only is considering forming this task force, but they are going to, if it comes to fruition, put Vice President J.D. Vance in charge of it and effectively make him what they're calling the tariff czar. Andererseits hat J.D. eine Erleuchtung. Denn das Leben ist nichts anderes als eine nicht enden wollende Sitcom mit schrecklichen Autoren. Es hat sich herausgestellt, dass Integrität und die Wahrheit zu sagen schlechte Methoden sind, wenn man in schönen Büros sitzen und ohne Ironie Magerhüte tragen will. So gelang ihm die peinlichste öffentliche Kehrtwende seit dem Lippensynchronisationsdebakel mit Milli Vanilli, nur dass sie noch viel erschreckender war. In einem Moment ermahnt er die Vereinigten Staaten von Amerika wegen Trump, als wäre er Paul Revere auf Red Bull, und im nächsten Moment putzt er Trump die Schuhe mit der Würde, die er noch hatte. Nun, J.D., im Wesentlichen Trumps persönlicher Wasserträger, und er versucht, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass es ein mutiger Akt des Patriotismus ist, sich den Zöllen zu beugen. Er tut dies mit völlig unverhohlener Miene. J.D. ist hier draußen und lässt das Vermarkten seiner Seele für einen Wahlkampfscheck wie eine olympische Sportart aussehen. Und es ist ein Meisterkurs im Verkaufen seiner Seele für einen Wahlkampfscheck. But the incompetence is clear. Donald Trump doesn't know what the end goal of his tariff plan is. He doesn't know if it's bringing manufacturing back, which isn't going to happen because he lost manufacturing jobs in his first administration. It's not certainly to bring prices down. The opposite is in fact happening. And I know when Donald Trump says that he's having great conversations with China, what he means is he's stressed because no one is returning his call. Zur gleichen Zeit, in der Donald Trump und J.D. Vance damit beschäftigt sind, so zu tun, als seien sie Anwälte der vergessenen Amerikaner, stehen die Menschen in den Gängen der Lebensmittelgeschäfte und schauen sich ihre Quittungen genau an. Es gibt Eier, die mehr kosten als die Abzahlung eines Autos. Brot, das sich wie ein Luxusartikel anfühlt. Und die Hälfte der Verbraucher beginnt sich zu fragen, ob sie aus Versehen einen Mietvertrag für ein Leben in einer Diktatur der dritten Welt unterschrieben haben. Nicht nur, dass die Inflation immer höher wird. Sie richtet sich auch gegen alles, was sinnvoll ist.
Infolge des beispiellosen Preisanstiegs ähnelt selbst der Dollarshop immer mehr einer Nobelboutique. Im Landesinneren werden die winzigen Gemeinden, um die sich Trump einst angeblich kümmerte, immer mehr zu Geisterstädten. Dies geschieht schneller als Vance ein weiteres Fitzelchen seiner Selbstachtung verlieren kann. Alle Restaurants schließen ihre Türen, alle Fabriken stehen leer. Und das einzige neue Unternehmen, das floriert, ist die Branche der Verkaufsschilder. Was ist mit den Bauern? Wer sind sie? Trump hat sich mit Leuten umgeben, die auf dem Boden der Realität stehen, als wäre er eine menschliche Flagge der Vereinigten Staaten. Um ihre derzeitige Lebenssituation aufrechtzuerhalten, verkaufen sie nach und nach ihren Besitz, ihre Ausrüstung und sogar ihre Ziele. When Powell warned that Trump's tariffs could bring inflation down and could bring greater inflation and slow economic growth, he didn't use the exact word, but what he was describing is stagflation. Investopedia defines stagflation as an economic condition characterized by slowing economic growth, high unemployment, and rising prices or inflation simultaneously. It's a 1, 2, 3 punch, although at least for now we continue to have low unemployment. But inflation and a recession, which then results in higher unemployment, at the same time, that's very difficult. Während all dies geschieht, were Vance irgendwo auf einem auseinanderfallenden Stadtplatz, schwenkt stolz eine traurige kleine amerikanische Flagge wie jemand auf einer Geburtstagsparty, zu der niemand erschienen ist, und brüllt niemandem zu, dass alles in Ordnung ist. Die Situation ist vergleichbar mit einem Haus, das von Flammen verzehrt wird, während die Person, die das Streichholz entzündet hat, behauptet, es sei nur leicht warm. Selbst wenn die Realität in sich zusammenfällt, bleiben wenigstens die Slogans im Gedächtnis. Nicht wahr? Scheint ein Mann zu sein, der gerade erfahren hat, dass er die These von der flachen Erde vor einem Raum voller Astronauten verteidigen muss, während er auf Pressekonferenzen spricht. Die Reporter werfen ihm weiche Bälle zu, wie zum Beispiel, warum geben Familien $12 für eine Gallone Milch aus? Die Antwort, gibt, ist ein Wortsalat, der so dicht ist, dass man eine Machete bräuchte, um ihn zu zerschneiden. Jedes einzelne Argument ist noch kritischer als das vorherige. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie es unterlassen würden, mir echte Fragen wie strategische Entkopplung, wirtschaftliche Unabhängigkeit, Freiheit ist nicht frei und Übersetzung zu stellen. Ich komme hier zum Ende. Und trotz allem, was vor sich geht, ist Trump nirgends zu finden. Während Vance auf der Bühne steht und von genau den Leuten ausgebuht wird, für die er sich angeblich einsetzt, spielt er entweder Golf oder verklagt eine Bäckerei, weil sie eine Torte entworfen hat, die ihn in unangemessener Weise anschaut. During his campaign, Donald Trump promised that America would be climbing the respect charts again. Under my leadership, America soon will be respected again. America will be feared and respected again. Oh, yeah. Remember Trump's garbage era when he wore a garbage costume and drove up in a garbage truck and was like, yum, 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 trash. Anyway, he's going to get us respected again. And there's nothing the world respects more than a good old-fashioned trade war. Let's see how that's going over, starting with China. And it will lose the U.S. market, which, as I've said, is 15%. We don't care. Ooh, damn. I didn't know China also manufactured catty bitches. Viral AI-generated video is making fun of U.S.-China trade relations as tensions escalate. Trump and Elon Musk and JD Vance making Nike sneakers. There are also viral videos of Trump sitting behind a sewing machine in a factory. All of this rife on Chinese social media. Wow. This is scary. I did not think AI had the power to show Donald Trump doing skilled labor. Nennen wir es einfach beim Namen. Ja? Obwohl er sich nicht in besonders guter Verfassung befindet, ist Vance liegt derzeit in einem Bett, das er mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Es gab niemanden, der ihn in das Fahrzeug des Mager-Clowns gezerrt hat, als er um sich schlug und schrie. Es gab niemanden, der ihm eine Waffe an den Kopf hielt und fragte, »Hey, warum zerstörst du nicht deine Glaubwürdigkeit und deine Würde? Um eine Chance zu haben, unter Donald Trumps Tisch zu kriechen?« Das war etwas, das er ganz allein geschafft hat, wie ein großer Kerl, der Fehler macht wie ein großes Kind. Nachdem er gewarnt hatte, dass Trump das Ende der Vereinigten Staaten von Amerika bedeuten würde, meldete er sich praktisch freiwillig, um Trumps Golfschläger zu tragen, während er wie ein verrückter Fanboy Loblieder auf ihn sang. Der allmähliche und demütigende Zerfall seiner eigenen politischen Karriere ist genau das, wofür er sich gemeldet hat. Und jetzt bekommt er genau das, was er beabsichtigt hat. Das Erfreulichste daran ist, dass die Menschen,
die sich normalerweise hinter einem feuchten Schinkensandwich versammeln würden, wenn Trump es unterstützen würde. J. Nicht mehr kaufen. D. Die Show. Dazu gehört auch die eingefleischte MAGA-Basis, die den Kandidaten unterstützt. Sie sehen, wie er versucht, Trumps schreckliche Zölle zu rechtfertigen und beobachten ihn. Allein der Gedanke daran lässt sie zusammenzucken. So als wollten sie sagen, nein, Chef, das ist es nicht. Obwohl man eine Meile entfernt ist, kann man das kollektive Augenrollen fast hören. Während J.D. hier draußen verzweifelte TED-Vorträge darüber hält, dass Zölle irgendwie vorteilhaft für Landwirte sind, die ihre Produkte nicht mehr verkaufen können, bewegt die Menge nur unbeholfen ihre Füße und fragt sich, wie schnell sie den Ausgang finden kann. Herzlich willkommen, the J.D. The tariff charged on Chinese imports is going to be above 50% now. That is a huge, huge number. And having Donald Trump and the people around him accept the sudden imposition of these new taxes on imports at these high levels is going to cause economic disruption. There's no way it can't. He would argue in 4-5 years' time, maybe, now, it being Donald Trump, he'll say 6-12 months, to avoid these tariffs, there will be more manufacturing in the United States. But you've really got to question some of this. There's going to be a huge tariff on Vietnam now. 50% of the trainers Nike sell in the US are made in Vietnam. They're going to become a lot more expensive because of these tariffs. Why does the administration want to bring T-shirt manufacturing back to the United States? Because that's the logic of their argument. They're being ripped off by buying T-shirts from abroad. You can make T-shirts in America. They'll be a bit more expensive. But it's not just that it'll mean more expensive T-shirts for consumers, which is not a good thing. It's that you're going to have to deploy economic resources. Allerdings hat J.D. bemüht sich weiterhin. Gott segne ihn. In jedem Interview, auf jeder Kundgebung und in jeder Pressemitteilung, die er gibt, behauptet er weiterhin, dass das Leiden der Wirtschaft in Wirklichkeit wirtschaftlicher Patriotismus sei, dass leere Regale ein Symbol der Stärke seien und dass höhere Preise auch ein Zeichen von Stolz seien. Im Moment wird das als Performance-Kunst betrachtet. Die Performance-Kunst ist schlecht, erinnert an einen Pantomimen, der in einer unsichtbaren Kiste gefangen ist, mit dem Unterschied, dass die Kiste J darstellt, die Glaubwürdigkeit von J, die in Flammen steht. Was Trump betrifft, so ist ihm die Situation völlig egal. Für den Fall, dass J.D. versucht, die Zölle zu verteidigen und in 1000 traurige kleine Teile zerfällt, wird Trump einfach ein Banner mit der Aufschrift Mission erfüllt über die Überreste kleben und zur nächsten ahnungslosen Person weitergehen. Das hat sogar Shakespeare'sche Züge. Ein Mann, der, um Autorität zu erlangen, alles kompromittiert, woran er zu glauben vorgibt, nur um von demselben Dieb, an den er sich verkauft hat, verlassen und gedemütigt zu werden. Nicht nur ist J.D. Vance verteidigt nicht nur Tarife, sondern auch etwas, das nicht verteidigt werden kann. In der Wirtschaftspolitik ist er das tragische Symbol eines Programms, das nie dazu gedacht war, jemand anderem zu dienen als der Person, die es sich ausgedacht hat. Wenn ich mir Ihren Meinungsartikel Trumps Handelskrieg gegen die Realität ansehe, dann sind Sie unverblümt und verwenden Worte, die Sie nicht immer verwenden. Sie sagen willkürlich, zerstörerisch und dumm, wenn Sie darüber sprechen, wie Trump heute Abend die amerikanische Macht nutzt. Dies könnte der größte wirtschaftspolitische Fehler meines Lebens sein. So etwas habe ich noch nie erlebt. Und die Märkte haben das Urteil bereits gefällt. Und der Aktienmarkt ist nicht die Wirtschaft, Aaron, sondern der Aktienmarkt, der Rentenmarkt, die Rohstoffmärkte. Alle signalisieren, dass dies eine Katastrophe war und dass es noch mehr Schmerzen geben wird. Es gibt nur 2 Anlässe, an die ich mich erinnern kann. Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten leidet. Kleine Unternehmen gehen in Konkurs. Lebensmittel und Benzin sind 2 Optionen, zwischen denen Familien wählen müssen. So sieht es aus, wenn man gewinnt. Und J.D. Vance ist hier und schreit es in die Welt hinaus. Das ist keine Siegerstrategie. Es gibt kein würdevolles Verlieren. Einfach gesagt, es ist deprimierend. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass das nächste Mal, wenn Sie J.D. Vance über strategische wirtschaftliche Neuausrichtung oder nationalistische Entwicklungsstrategien plappert, ist er ein Mann, der es einmal besser wusste. Ein Mann, der einmal die Wahrheit über Trump gesagt hat. Und ein Mann, der dann seine eigene Wahrheit unter den Bus geworfen hat, weil er glaubte, dass darin Macht lag. Derzeit ist das Einzige, was unter den Bus geworfen wird, J.D. Vance.
dessen politische Karriere in gleichem Maße gescheitert ist wie Trumps Haare in einem Sturm. Der aufregendste Aspekt ist, dass alles in Echtzeit abläuft, sodass jeder es sehen kann. Einige sagen, Vance habe das bekommen, was er verdient habe, weil er versucht habe, sich eine eigene Identität zu schaffen. Andere sagen, Trump habe einen großen Fehler begangen, indem er eine mächtige, aufstrebende Stimme im Senat verprellt habe. Was denken Sie? Ist dies der Beginn eines Bruchs zwischen Trump und Vance oder nur ein weiterer Reality-TV-Moment in den USA? Politik? Drücken Sie den Like-Button, geben Sie unten einen Kommentar ab und abonnieren Sie die Seite, um mehr über das politische Drama zu erfahren, sobald es passiert.